Meine Erfahrung zeigt, dass man von stagnierenden Prozessen oder Phasen der Stagnation eine ganze Menge lernen kann. Nicht nur Geduld, was vielleicht das Offensichtlichste ist, sondern auch eine ganze Menge zu der Frage, was Stagnation eigentlich alles bedeuten kann. Ob wir das meinen, wenn wir das Wort sagen, was vielleicht auf den ersten Blick offensichtlich wirkt, nämlich ein Prozess, der eigentlich weitergehen sollte. Ein Fahrzeug, das sich im Schlamm festgefahren hat und nicht weiterkommt. Etwas, das einfach nicht weitergeht, obwohl es weitergehen müsste. Zumindest nehmen wir das an. Einmal kann es auf eine größere Logik hinweisen, die uns alle in unseren Lebensvollzügen irgendwie miteinander verbindet. Auf der Ebene wird deutlich, dass wir eben nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass es eine große, verzahnte, geteilte Lebenswirklichkeit unter Menschen gibt, wo jeder Prozess sein eigenes Wirken hat und sein eigenes Drehmoment hat. Und da, wo die Prozesse eben aufeinandertreffen und miteinander zu tun haben und einander auch in Bewegung bringen oder anhalten, da wird eben deutlich, dass sich nicht alles um uns dreht. Es ist insofern also schon mal eine Lehre dafür, okay, es muss nicht immer irgendwie nach meiner Vorstellung laufen. Das geht also mehr in den Bereich Geduld, die man lernen kann. Das andere ist aber, wir sagen Stagnation und meinen damit das Erleben, dass etwas nicht weitergeht, das nach unserem Empfinden weitergehen sollte. Oder dass uns versprochen wurde, dass es schneller geht. Oder etwas, das wir uns selber vorgenommen haben, dass wir in zum Beispiel einem Entwicklungsprozess schneller weiterkommen oder überhaupt weiterkommen und nicht mehr in Muster zurückfallen, die uns irgendwie aufhalten, etwas zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Das ist das, wo wir Stagnation sagen. Und ich würde sagen, aus meiner Erfahrung ist das der Moment, in dem eigentlich ein Kraftpunkt entsteht. Denn es ist der Moment, in dem bemerkt wird, dass eine Enge im Sichtkreis entstanden ist, eine Enge in der Bewegungsfreiheit, eine Enge in der Denkfreiheit. Das Gefühl, ich bin hier fixiert, oder das Erleben, ich bin fixiert darauf, auch mit den Gedanken, mit meiner ganzen Konzentration, irgendwie eine Lösung zu finden dafür, dass sich an dieser Stelle etwas bewegt. Während vielleicht im Hintergrund ganz viele andere Möglichkeiten warten, auch in Bewegung gebracht zu werden, während ich irgendwie auf ein Problem starre, das ich gerade irgendwie nicht lösen kann, weil es vielleicht von jemand anderes abhängt. Oder weil ich mir da irgendwie extrem im Weg stehe und keine Lösung weiß, nicht weiß, wie ich rauskommen soll. Das ist nochmal ein eigenes Feld, auf das ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte. Aber der interessante Punkt ist, wir sagen Stagnation und meinen eine Situation, in der uns das auffällt. Und ich würde sagen, das, was wirklich in der Tiefe Stagnation bedeutet, sind die Prozesse oder die Dinge, die sich einfach etablieren, die kollektiven Verhaltensweisen, die eingefahrenen Lösungswege, die eingefahrenen Denkwege, die Dinge, wo wir sagen, das war doch schon immer so, das haben wir doch schon immer so gemacht, das ist nun mal so, das kann man nicht ändern, Menschen ändern sich nicht. All diese, ich sage mal, Floskeln, mit denen jeder Veränderungskeim, jede Möglichkeit, die gesehen wird oder vorgeschlagen wird, jede Frage, die auch nur daran gerichtet wird, im Keim erstickt wird. Das sind die Dinge, wo ich sagen würde, da waltet eigentlich eine tiefere, schwierigere und auch zähere Form der Stagnation. Das sagen wir aber da nicht, weil wir uns vielleicht davor fürchten, das anzufassen, weil wir glauben, keine Lösungen finden zu können oder weil es uns eben zu zäh vorkommt, zu unlösbar verknotet, zu unmöglich vorkommt. Ich glaube also, dass der Moment, in dem wir Stagnation als solche erkennen, der Moment ist, in dem sie sich schon ein Stück weit lösen lässt oder löst, weil es ins Bewusstsein kommt. Weil ins Bewusstsein kommt, hier gehört Bewegung hin und da ist sie gerade nicht. Manchmal bezeichnen wir auch Prozesse oder Phasen oder Zustände als Stagnation, die eigentlich Ruhe sind.
in denen eigentlich wir selber oder irgendein anderer Mensch gerade eine Phase durchmacht, in der sich nicht viel bewegt wird, zumindest äußerlich nicht, dann argumentieren wir eigentlich auf der Oberfläche. Also dann schimpfen wir etwas, Stagnation, von dem wir uns selber eben versprechen, dass da irgendjemand anders Bewegung reinbringt oder wir selber. Aber etwas in uns schreit eigentlich danach, still zu werden, stillzuhalten, für einen Moment tatsächlich auch zu beobachten, was passiert, wenn wir nicht in Aktionismus verfallen. Es kann dann also viel mehr Stagnation bedeuten, sich ständig in irgendwelchen blinden Aktionismen zu drehen und zu glauben, dass nur weil man sehr viel Wirbel macht, automatisch auch etwas in der Tiefe in Bewegung gesetzt wird. Ich rede jetzt von keinen bestimmten Themen, einfach nur von einer Form von Dynamik und ich glaube von in vielen Fällen sehr vielen Möglichkeiten, die Dinge zu verwechseln. Und ich glaube, es passiert uns im Grunde ständig. Deswegen hampeln wir an einigen Stellen rum, vernachlässigen andere Fäden, die wir vielleicht aufnehmen sollten. Es kann also, wenn wir empfinden, dass etwas stagniert, eine Möglichkeit da sein, überhaupt Bewegung in irgendeinen anderen Bereich zu bringen. Zum Beispiel gar nicht mental anzusetzen, sondern mit dem Körper. Das ist etwas, das ich bis jetzt als am meisten gewinnbringend erlebe, dass dieses Gefühl, hier hat etwas angehalten und das ist unrechtmäßig, am besten gelöst wird, indem ich meine Perspektive ändere. Und zwar nicht nur mental, sondern wirklich mit dem ganz körperlichen Empfinden. Das heißt, mich auf die Suche mache nach Stellen in meinem Körper, wo tatsächlich irgendwo eine Blockade ist, wo ein Krampf ist, wo eine Spannung ist oder wo, noch viel dramatischer, ein Nichtspüren ist. Also wo eine Taubheit ist, wo ich ignoriere, dass da eigentlich etwas passieren könnte, das ich mitkriegen könnte, das ich spüren könnte, aber das tut es nicht. Ich könnte also direkt, sobald im Außen irgendetwas passiert, was mich unzufrieden macht, weil es anhält, weil es eine Pause verursacht, die ich vielleicht nicht wollte oder nicht eingeplant habe, mich auf die Suche machen, wo in mir vielleicht etwas ist. Und zwar direkt körperlich oder wo ich ein eingefahrenes Bewegungsmuster habe. Ich meine das in diesem Sinne überhaupt nicht magisch, das heißt, ich meine nicht, finde den Punkt in dir und dann löst sich das automatisch im Außen. Das sind Fragen, die man sich alle stellen kann, inwiefern da Zusammenhänge sind von Innen- und Außenwelt, sondern ich rede davon, dass das Leben dir eine Phase gönnt, einen Moment gönnt, in dem du den Blick wenden kannst oder ich den Blick wenden kann. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass das sehr gewinnbringend ist. Es kann nämlich die Sicht frei machen auf ganz andere Aufgaben, die ich vielleicht gar nicht im Blickfeld hatte, zu denen ich mich dann umdrehen kann und mit denen ich mich beschäftigen kann, bis das andere sich vielleicht löst und ich da nicht noch mehr Druck reinbringen muss, zum Beispiel in der Kommunikation oder im Drängen auf etwas. Das heißt, da kann man Spannungen natürlich was heißt vermeiden, aber man muss sie nicht unbedingt an Stellen verschärfen, wo die Spannung dafür sorgen würde, dass sich ein Karren noch mehr in den Schlamm verfährt. Man könnte also hingehen, wenn etwas stagniert oder man das erlebt, anstatt fester an den Fäden zu ziehen, die aus dem Knoten rausgucken und den Knoten noch enger zu zurren und noch mehr Druck aufzubauen an einer Stelle, die gerade nicht weitergeht, einen anderen Weg wählen, das Stagnierende zu beforschen, das Stagnierende zu untersuchen. Und ich bin eben schon darauf zu sprechen gekommen, dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel im Körper nach Spannungen zu suchen. Die Zeit zu nutzen, einfach mal damit zu forschen, wo sind eigentlich meine Bewegungen eingefahren? Wo bin ich, ohne es zu merken, was den Körper betrifft, lethargisch geworden? Wo ist das passiert, ohne dass ich es gemerkt habe? Vielleicht hat es auch mit beeinflusst, dass ich die ganze Zeit auf meine Umgebung starre oder auf andere Menschen starre und von denen verlange, dass sie sich doch bitte bewegen mögen. Es kann also sein, dass ich hier etwas nicht erkennen will oder nicht sehen will und deswegen die Stagnation, die in der äußeren Situation passiert, so viel Aufregung in mir produziert. Und ich rede jetzt natürlich nicht von Notfallsituationen, aber von Situationen, in denen uns das höchstens nervt.
Ich glaube, dass die Dinge, an denen wir selbst Anteil haben, also wo wir selbst mit für eine Stagnation oder auch vollständig für eine Stagnation verantwortlich sind, wo wir also nicht fortkommen mit unserem eigenen Prozess, mit einem eigenen Anliegen, mit einer eigenen Sache, die wir machen wollen, von der wir wissen, dass wir sie eigentlich auch machen können, aber zu der wir uns irgendwie nicht überwinden können. Und es fällt uns auf. Es fällt uns auf, dass wir uns mit irgendwelchen Sachen ablenken oder dass wir uns ausbremsen oder dass wir uns in die Probleme anderer Leute hineinsteigern oder in die Stagnation anderer Leute hineinsteigern und da unsere Aufmerksamkeit drauf richten, um nicht sehen zu müssen, dass es etwas gibt, das ich vermeide, dass man selbst zu umgehen versucht, sowohl im Außen als eine Herausforderung, also als eine Expansion, die hinter dem liegen würde, hinter diesem Knoten, den man da eigentlich entwirren möchte oder entwirren könnte, die Hürde, über die man springt oder der Tunnel, durch den man durchgeht, was auch immer als Bild oder als Metapher für eine Aufgabe, für eine Herausforderung, für einen Prozess funktioniert. Da gibt es viel Auswahl an Bildmaterial, das uns da helfen kann, zu verstehen, wodurch es gerade eigentlich hier durchgeht oder was da eigentlich festhängt und was da eigentlich zäh ist. Ich glaube, es ist viel öfter die Angst davor, was passiert, wenn ich hinter der Hürde bin. Was passiert, wenn ich den Knoten gelöst habe? Was passiert, wenn ich keinen Knoten mehr habe? Was ist dann das, womit ich konfrontiert werden könnte? Und wir können es nicht wissen. Es ist in aller Regel, denke ich, unbewusst. Wir können es also nicht mal sehen. Aber etwas in uns spürt, dass wir, indem wir eine Hürde, die uns Angst macht, die uns dazu verleitet, an ihr vorbeigehen zu wollen oder vor ihr ausweichen zu wollen, sie vermeiden zu wollen, wenn wir sie tatsächlich meistern, dann kann es sein, dass die gleiche Hürde, die wir im Inneren aufgebaut haben, vor einer ganz anderen Sache, die wir eben nicht sehen können, auch wegfällt. Und da passiert etwas, das ich immer wieder bahnbrechend finde als Erklärung für Vermeidungsverhalten. Es platzt nämlich ein Raum auf, in dem eine unfassbare Intensität plötzlich einen konfrontiert, die im Inneren sitzt. Durch ein Ereignis von, okay, ich habe was gemacht, ich habe etwas nicht vermieden, ich habe nicht stagniert, ich bin da weitergegangen. Reißt plötzlich etwas auf, vielleicht eine alte Wunde, vielleicht ein alter Schmerz, irgendeine Form von Ladung oder auch, ich sage immer Muschelbänken von verschiedenen Ladungen, die es plötzlich tatsächlich zu bearbeiten gilt. Und ich glaube, dass die Angst vor äußeren Herausforderungen, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie meistern können, eigentlich eine Phantomangst ist. Und das, was im Inneren dadurch zum Vorschein kommt, nämlich dass da etwas aufgeht und dann plötzlich Energie freigesetzt wird, das ist das, wovor wir eigentlich weglaufen. Und wenn wir von vornherein mit einkalkulieren, dass das passieren kann und Lösungswege im Repertoire haben, mit diesen Intensitäten umzugehen, sie quasi wegzutanzen oder sie zu parieren im Grunde mit Bewegungen, mit Möglichkeiten, mit Atmen, mit Möglichkeiten, den Körper auf eine Weise zu bewegen, dass wir uns selber das Signal geben, ich bin noch am Leben, ich kann das schaffen, ich kann diese Intensität halten oder ich kann sie auch vielleicht in etwas bringen, wo sie gut angelegt ist, wo die Energie vielleicht in etwas Kreatives fließt. Oder in einen ausufernden Spaziergang oder was auch immer. Aber wenn wir damit rechnen, wenn wir das mit einkalkulieren, da wird wahrscheinlich ein Arsenal aufgehen, ein inneres Refugium, in dem Intensitäten warten. Wenn ich aufhöre, etwas zu vermeiden, dann kann man ganz anders ansetzen, wenn man feststellt, dass man etwas vermeidet, wenn man feststellt, dass man etwas stagnieren lässt oder dass man dazu beiträgt, dass etwas stagniert, das eigentlich den Weg freiräumen würde für Schritte, die man gehen möchte und sich vielleicht schon vorher mit den möglichen Intensitäten, mit den möglichen Formen, die sie annehmen können, ob es Angst ist, ob es Wut ist, ob es vielleicht auch Freude ist oder Trauer,
mit diesen, ich sag mal, Basisaffekten einen Umgang zu haben, sie spielen zu können, wie Etüden, wie Musikstücke, wie Akkorde. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um mit dem Thema Stagnation und mit Situationen, die stagnieren, anders umgehen zu können. Dass man sich nicht aufgrund der Tatsache, dass sie da sind und dass sie erscheinen, einredet, man wäre eben ein zu kleiner Mensch oder ein Mensch, der das nie schafft. Denn das sind die Sachen, wo wir genau das, was wir gerade durch das Auffallen, es fällt auf, dass etwas stagniert, es fällt auf, dass ich mich ärgere, wie auch immer es sich äußert. In dem Moment ist die Chance da, diesen eigentlich viel größeren stagnierenden Reflex, sich daraufhin einen Schluss zu ziehen und sich einzureden, es hätte diese und jene Gründe, dass man das eben nicht kann oder dass das eben in der Welt nicht möglich ist. Das ist die Stagnation, die tatsächlich eine Decke der Unbeweglichkeit, eine Decke der Taubheit und Mäntel des Schweigens über Bereiche legt, die eigentlich sprechen wollen, Bereiche, die eigentlich sich bewegen wollen, Menschen, die eigentlich neue Vorschläge machen wollen und Dinge miteinander ausprobieren wollen, die hier wirklich etwas in Bewegung bringen können und nicht nur eben um ganz bestimmte festgelegte Zentren kreisen und einen Radius einhalten, der irgendwie vorausgesetzt ist, der im Vorhinein gezogen ist. Das macht uns nämlich eigentlich unzufrieden. Und ich glaube, das sind Formen der Stagnation, die viel tiefgreifender und viel zehrender sind und anstrengender und uns gar nicht entsprechen und schlimmer sind als die, wo wir zumindest noch drauf zeigen können. Wenn wir mit denen arbeiten können, wo wir drauf zeigen können, haben wir aber, denke ich, auch einen Schlüssel, um zu erkennen, wo die anderen Stagnationen stattfinden, die wir wirklich nicht wollen, die wir dann wirklich als das erkennen müssen, was uns als Menschen aufhält, die wunderschönen Möglichkeiten, die wunderschönen Ressourcen zu bergen und zu befreien, die in uns angelegt sind. Genauso wie alles andere, mitunter eben die Vermeidung und auch die Stagnation, aber eben auch ganz anderes. Und dafür kann sich dann der Blick öffnen, wenn wir uns nicht rausargumentieren aus dem Erleben von Stagnation, sondern Möglichkeiten finden, dem anders, vielleicht nicht mental, sondern zum Beispiel körperlich zu begegnen.